Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Fox Outdoor Mini. Der Preis liegt bei ca. 10 Euro. Und wenn man das Messer so sieht, dann weiß man, wo die Inspiration herkam. Es gibt latente Designüberschneidungen mit dem Mora Eltris. Fox Outdoor war aber klug genug, um ein paar kleine Details so zu verändern, dass dieses Messer kein 100%iger Eltris-Fake ist. Der Videoaufbau wird folgender sein. Ich erzähle euch erst ein wenig über das Mora Eltris. Danach geht es um das Outdoor Mini. Erst geht es um die Messerscheide. Danach gehe ich auf den Griff und die Klinge ein und am Ende des Videos gibt es noch ein kleines Fazit. Wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran. Bevor es losgeht, möchte ich kurz auf das Eltris eingehen. Ich habe es mir damals direkt nach seiner Markteinführung 2016 gekauft, und zwar in der Basisversion für etwa 25 Euro. Es gibt noch eine Variante für 40, 45 Euro, die hat hier noch eine Druckknopfsicherung, die das Eltris gegen Verlust zusätzlich sichern soll. 40, 45 Euro, das war mir zu viel. Ich muss auch sagen, das Eltris ist wahrscheinlich das einzige Messer, bei dem ich die Preispolitik von Mora kritisiere. Egal, ich habe mir damals direkt aus Glättbändern, die man auch für Kabel verwendet, dass die so ein bisschen ordentlich zusammen sind, habe ich mir selbst eine Sicherung gebaut, wobei das wahrscheinlich nicht nötig wäre, weil das Mora wirklich sehr fest in der Scheide sitzt. Ja, aber ich bin da manchmal etwas sicherheitsfanatisch. Dazu habe ich mir hier noch einen Feuerstahl angebracht. Kann man auch immer mal brauchen. Ja. Nochmal zum Messer. Ich war anfangs wirklich skeptisch. Ich weiß auch, dass sich die Geister an diesem Messer scheiden. Es ist halt einfach ein kleiner Knubbel. Man könnte jetzt sagen, mit der Klingenlänge, da kann man nichts anfangen. Aber das sind immerhin doch knappe 6 cm. Mittlerweile möchte ich es wirklich nicht mehr missen. Also das ist das ideale Reisemesser. Ich hatte es schon in einigen Urlauben dabei. Es ist rostträge, es ist klein, es ist sehr scharf. Der Griff vermittelt wirklich das Gefühl, als hätte man ein richtiges Messer in der Hand. Das ist eine gute Handlage, man kann damit sehr lange arbeiten. Es ist als Snackknife auch konzipiert, man kann es natürlich aber auch in den Rucksack verpacken. Es wiegt knappe 100 Gramm, also das ist wirklich ein schlüssiges Konzept und für mich ist es auch ein vollwertiges Messer. Das jetzt natürlich Fox Outdoor mit dem Mini auch in diese Kerbe schlägt und in dieses Segment eingreift, ist eigentlich nur logisch, es ist intelligent und auch irgendwie nachvollziehbar. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Die Messerscheide des Fox Outdoor Mini scheint aus einem nahezu identischen Kunststoff zu bestehen, wie ihn auch Mora verwendet. Sieht genauso aus, fasst sich genauso an, riecht nicht. Bei beiden Messerscheiden haben wir ein Gewicht von etwa 17 Gramm. Da gibt es schon sehr viele Parallelen, aber das Design ist etwas unterschiedlich. Wir haben eine spitz zulaufende Spitze und ein Wasserablaufloch. Beim Mora haben wir eine abgerundete Spitze und 2 Ablauflöcher, die auch gleichzeitig für die Aufnahme als Neckknife dienen. Ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede und es gibt einen ganz großen konzeptionellen Unterschied. Und zwar haben wir hier ein Problem mit der Schwerkraft. Deswegen hat sich Fox Outdoor Mini gedacht, wir bauen das Ganze mal andersrum. Ich finde das sehr umständlich, außerdem ist das hier Gummi. Also man weiß nicht, wie lang das hält, ob man das Messer dann auf Dauer hat. Kann sein, dass es dann irgendwann mal weg ist, weil es gummispröde wird und man verliert es. Ich vertraue der Sache nicht so. Was ich auch ein bisschen schwierig finde, wenn ich es ziehen möchte, muss ich entweder die Gummilasche beiseite drücken oder ich muss einen der Druckknöpfe öffnen. Und damit bin ich irgendwie nicht ganz so glücklich. Das ist bei Mora besser gelöst. Das hält wirklich sehr fest in der Scheide drin und man kann das jederzeit ziehen. Ja, also da muss ich sagen, hätte ich mir eine andere Lösung gewünscht. Aber ich denke, man kann sich das vielleicht selber noch irgendwie ein bisschen verbessern. Eins muss man dazu sagen, Fox Outdoor Mini
Das hat eine wirklich sehr pfiffige Lösung fürs Feuerstahl. Das ist hier mit angebracht. Das seht ihr aber dann später noch. Der ist ganz gut auch zu verwenden. Ja, das war es erstmal zur Messerscheide. Jetzt kommt der Griff und der ist wirklich sehr gut gelungen. Auch hier eine Kunststoff-Gummimischung wie bei den Moras. Hier wird der harte Kunststoff auf die Steckangel aufgespritzt und hier sind noch so rot geriffelte Gummielemente, die dienen dem Grip. Ja, das Eltrys hat leichte Vorteile in Bezug auf die ganze Haptik. Es wirkt insgesamt hochwertiger, aber in Sachen Handlage bzw. Griffkomfort braucht sich das Outdoor Mini wirklich nicht zu verstecken. Der Griff ist jetzt hier 8,9 cm lang, auch das ist identisch mit dem Eltrys. Und wir haben ein Volumen, ein Griffvolumen an der dicksten Stelle von 9,5 cm, genau wie beim Eltrys. Also das heißt, man kann mit dem Messer wirklich längere Zeit sehr komfortabel arbeiten, ohne dass es für die Hand unbequem wird. Ja, kurzum, über den Griff gibt es nichts Negatives zu sagen. Das Outdoor Mini hat eine 5,7 cm lange Droppoint-Klinge. Die Klingenstärke liegt bei etwa 2 mm, leicht verjüngend zur Spitze hin. Der Klingenrücken ist zu einem großen Teil abgerundet. Da könnte man jetzt sagen, ein großer Nachteil, man kann damit keinen Feuerstahl anreißen. Aber hier im vorderen Drittel des Klingenrückens ist ein ganz kleiner angeschärfter Teil. Und der ist für einen Feuerstahl ausgelegt. Das funktioniert auch sehr gut. Das zeige ich euch mal hier. Weiterhin weist die Klinge einen einfachen und etwas ungleichmäßig ausgeführten Scandi-Anschliff auf. Der wird hier so zwischen 7 und 8 mm hochgezogen. Das ist ein weiterer großer Unterschied zum Eltrys. Das Eltrys hat ja sozusagen eine zweite Schneidphase im vorderen Klingendrittel. Zum Klingenstahl macht Fox Outdoor leider keine weiteren Angaben. Ich vermute einen rostträgen Stahl im unteren Preissegment. Aber das Teil ist wirklich enorm schneidfreudig. Durch den relativ hoch angesetzten Scandi-Anschliff in Kombination mit der geringen Klingenstärke frisst sich das Mini förmlich ins Holz. Das kann ich euch hier mal kurz zeigen. Das ist ein Stück Fichte oder Kiefer. Auf jeden Fall kein besonders hartes Holz, aber dennoch für Demonstrationszwecke ist es okay. Also es frisst sich wirklich rein. Feine Arbeiten sind auch gut möglich. Also da kann man überhaupt gar nichts sagen. Ist jetzt die Frage natürlich, wie lang dieser Schliff dann auch anhält, ob man oft nachschleifen muss. Ich meine, hier das Eltrys mit dem 12C27 ist garantiert ein besserer Stahl. Man sieht auch, das ist ein bisschen aggressiver. Ja, so viel zur Klinge. Mein Fazit: Fox Outdoor hat mit dem Mini überzeugende Arbeit geleistet bzw. leisten lassen. Leider finde ich auf der Verpackung keine Angaben zum Herstellungsland. Ich gehe mal ganz schwer von Fernost aus. Ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Das machen auch größere Hersteller. Ich denke mal, sonst wäre diese Preispolitik auch nicht zu fahren. 10 Euro sind für dieses Messer okay. Griff und Klinge, also das eigentliche Messer, sind wirklich empfehlenswert. Leider keine Angabe zum Klingenstahl. Das finde ich ein bisschen bedauerlich. Die Messerscheide ist im Ansatz zwar gut gemacht, aber mich stört diese Gummilasche mit den Druckknöpfen. Also in Bezug auf einen eventuellen Verlust überzeugt mich das nicht wirklich. Das Messer kann man in dem Zustand höchstens in der Hose oder im Rucksack tragen. Aber das Vertrauen, das um den Nacken zu tragen, ohne es zu verlieren, da bin ich ein bisschen skeptisch. Schön wiederum ist die Sache mit dem Feuerstahl. Ja, ich sag's mal so, also ich persönlich würde mich immer für einen Mora entscheiden, wobei ich absolut nachvollziehen kann, wenn man sagt, man möchte keine 25 bis 40 Euro für so ein Messer ausgeben. Wenn man ein ähnliches Messer, das man vielleicht nicht ganz so häufig nutzt, auch für 10 Euro bekommt. Wer sich das Eltrys also nicht kaufen möchte, der bekommt mit dem Outdoor Mini ein ganz ähnliches Messer zu einem etwas akzeptableren Preis. Gut, dann noch kurz was in eigener Sache.
Ich habe jetzt auch einen Instagram-Account. Dort zeige ich euch auch mal andere Dinge. Wer Lust hat, darf gerne mal vorbeischauen. Ein Link ist in der Videobeschreibung und auch in der Kanalinfo. Okay, dann war es das für heute. Ich verabschiede mich hiermit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.